Herzlich willkommen bei BeiDAS. Die meisten Beleuchtungen sind eintönig, das heißt, sie verfügen nur über eine Helligkeitsstufe und eine Farbtemperatur. Deshalb habe ich zwei Lampen hier, die mehr können, als nur Licht ins Dunkel zu bringen. Es sind Smart Plus Lampen von LEDvance, einmal die Tunable White Variante und einmal die Multicolor Variante. Euch erwarten zum einen Grundfunktionen wie die Regelung der Farbtemperatur, Helligkeit und Farbe und zum anderen dazugehörige Smart-Funktionen wie zum Beispiel das automatische Einschalten der Lampe bei Sonnenuntergang. Das Ganze läuft über die LEDvance App, deren wesentlichen Funktionen und Einstellungen vorgestellt werden. Außerdem gibt es einen Pro- und Kontra-Vergleich, ein Fazit und häufig gestellte Fragen wie zum Beispiel: Kann ich die Lampen von überall auf der Welt steuern? Bevor wir beginnen, blende ich kurz die Hauptmerkmale der Lampen hier ein. Falls es euch zu schnell geht, am besten kurz Pause drücken. Bis auf die Farbwechselfunktion sind beide Lampen identisch. Deshalb gehe ich nur auf die Multicolor-Variante in diesem Video ein, mit Verweis auf die existierenden Unterschiede zur Tunable White-Variante. Jetzt öffne ich die App, um zu zeigen, was die Lampen so drauf haben. Beim Starten der App erscheint die Mein Zuhause-Seite. Hier wird der Status der verbundenen Geräte angezeigt. Unter alle Geräte befindet sich an erster Stelle meine Multicolor-Lampe. Es zeigt die aktuelle Helligkeit und Farbtemperatur an, die beim Tippen der entsprechenden Symbole über einen Schieberegler angepasst werden können. Verwirrend finde ich, dass die Farbtemperatur in Prozent und nicht in Kelvin angegeben wird. Für mich ergibt das gar keinen Sinn. Rechts neben Farbtemperatur können unter Colorful die Lichtfarben angepasst werden. Oben rechts befindet sich der An- und Ausschalter. Weitere Steuerungsmöglichkeiten gibt es beim Tippen auf die Multicolor-Lampe. Ganz oben kann die Helligkeit eingestellt werden und unten im Kreis die Farbtemperatur. Oben gibt es zusätzlich 6 voreingestellte Farbtemperaturen von warm nach kalt. Was die Symbole im Detail bedeuten, kann nur erahnt werden, da es keine Erklärung gibt. Mit einem Wich nach rechts wechselt man auf die Farbmodus-Seite, die ähnlich wie die vorherige Seite funktioniert. Im Reiter Szenen gibt es voreingestellte Szenen zum Beispiel zum Lesen. Weitere Szenen können hinzugefügt werden. Unter Musik sollen sich die Farben an die Musik im Raum anpassen. Diese Funktion ist logischerweise nur für die Multicolor-Lampe vorgesehen. Leider funktioniert es bei mir aus unbekannten Gründen nicht. Im Reiter Mehr eröffnen sich weitere Einstellmöglichkeiten, die ich als Smart bezeichnen würde. Unter biologischer Rhythmus können abhängig von der Zeit Helligkeit und Farbtemperaturen eingestellt werden. Zum Beispiel möchte ich jeden Montag um 7:30 Uhr beim Aufstehen die Farbtemperatur und Helligkeit bei 65% haben. Unter Schlaf-Wegplan kann ähnlich wie unter biologischer Rhythmus zeitabhängig das Licht gesteuert werden. Der Unterschied ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, das Licht über einen Zeitraum zwischen 5 Minuten und 2 Stunden einblenden zu lassen. So wird man ähnlich wie bei einem Sonnenaufgang geweckt. Das gleiche kann auch umgekehrt zum Einschlafen genutzt werden. Dann wird das Licht zu einer bestimmten Zeit langsam ausgeblendet. Weiter geht es mit dem Zeitplan. Hier kann das Licht zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausgeschaltet werden. Optional kann man dazu auch noch benachrichtigt werden. Unter Countdown kann das Licht nach einer voreingestellten Zeitdauer ein- oder ausgeschaltet werden. Um bei den Smart-Funktionen zu bleiben, springe ich zum Reiter Routinen. Hier kann ich meine Automation und Routinen verwalten. Bei Routinen geht es darum, was die Lampen tun sollen, wohingegen bei Automation es darum geht, wann bzw. unter welcher Bedingung etwas passieren soll. Ich demonstriere zunächst eine Automation, die beim Ausschalten der Multicolor-Lampe automatisch die Tunable White-Lampe einschalten soll. Dazu gehe ich unter Zustand auf, wenn sich der Gerätestatus ändert. Dann wähle ich die Multicolor-Lampe aus und tippe hier auf Aus. Im Feld Aufgabe gehe ich auf Betreiben Sie das Gerät, wähle die Tunable White-Lampe aus und tippe auf An. Am Ende benenne ich die Automation mit Auto 1
womit die erste Automation erstellt worden ist. Die Tunable White Lampe hängt an der Decke und ist jetzt ausgeschaltet. Die Multicolor Lampe seht ihr im Bild links. Ich führe die Automation jetzt aus, indem ich die Multicolor Lampe ausschalte. Wie ihr seht, schaltet sich dadurch automatisch die Tunable White Lampe an. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Automation zu erstellen, die ich aber nicht einzeln vorstellen werde, da es den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Ich zeige aber kurz, was noch so möglich ist. Unter Zustand können Bedingungen abhängig von Wetter, Ort, Zeit und Gerätestatus gesetzt werden. Zu den wetterabhängigen Bedingungen gehören Temperatur, Feuchtigkeit, Wetter, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, wobei das nicht wetterabhängig ist, und Windgeschwindigkeit. Standortabhängige Bedingungen sind abhängig davon, ob man einen Ort verlässt oder an einen Ort ankommt. Der kleinste Radius, den man wählen kann, ist nur 80 Meter, was ich für etwas zu groß bzw. zu ungenau halte. Außerdem können Bedingungen mit einer Uhrzeit verknüpft werden und beim letzten Punkt gibt es die Möglichkeit, Bedingungen abhängig vom Gerätestatus zu machen. Dazu gehören für die Multicolor-Variante An-Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Modus, Countdown und Fernbedienung. Bei der Tunable White-Variante hingegen fehlen Modus, Countdown und Fernbedienung. Als nächstes demonstriere ich eine Routine. Die Routine schaltet die Multicolor-Lampe mit grüner Farbe ein und soll Multicolor Grün heißen. Durch den Schalter hier unten können die Routinen als Schnellzugriff auf der Startseite angezeigt werden. Zurück zu meinem Zuhause. Oben unter Haus 1 können weitere Häuser und Räume eingerichtet werden, um mehr Übersicht zu erhalten. Ich gehe auf das von mir benannte Haus 1, dann auf Familienverwaltung. Bei mehreren Häusern würden hier weitere Häuser auftauchen. Da ich nur ein Haus verwalte, gehe ich auf Haus 1. Hier oben kann der Familienname geändert werden. Unter Raumverwaltung kann ich Räume wie mein Arbeitszimmer verwalten und Beleuchtungen einem Raum zuordnen, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Weitere Räume können bei Bedarf hinzugefügt werden. Unter Familienstandort sucht man sich seine eigene Adresse raus, um ortsgebundene Funktionen wie Sonnenaufgang oder das Wetter nutzen zu können. Zudem können Familienmitglieder hinzugefügt werden, die dann auch die Möglichkeit bekommen, die Lampen zu steuern. Außerdem gibt es noch die Seite Gruppe, wo mehrere Geräte zusammengefasst und gleichzeitig gesteuert werden können. Zudem gehe ich noch kurz auf den Stromverbrauch ein. Laut Produktdatenblatt liegt der Stromverbrauch bei 14 Watt. Falls ihr euch wundert, warum auf dem EU-Energielabel die eine Lampe mit A+ und die andere mit F klassifiziert worden ist, möchte ich erwähnen, dass es seit September 2021 ein überarbeitetes Energielabel gibt. Die neue Skala umfasst die Buchstaben A bis G. A+ oder A++ gibt es dafür nicht mehr. Es ist jetzt schwieriger, eine A- oder B-Klassifizierung zu erhalten. Trotzdem habe ich keine 14 Watt messen können. 13,5 Watt war das höchste, was ich gemessen habe. Das Besondere an dieser Lampe ist jedoch, dass durch eine Reduzierung der Helligkeit der Stromverbrauch sinkt. Somit müsste das Energielabel eigentlich einen Bereich statt einer festen Klassifizierung vergeben. Der Stromverbrauch hängt dabei nicht nur von der Helligkeit ab, sondern auch von der Farbtemperatur oder der Farbe. Ich konnte feststellen, dass niedrige Farbtemperaturen und gelbliche Farben den Verbrauch erhöhen, wohingegen hohe Farbtemperaturen den Verbrauch verringern. Aufgrund der ständigen Verbindung zum WLAN wirkt sich der Standby-Verbrauch in Höhe von ca. 1 Watt negativ auf die Energieeffizienz aus. Falls ihr keinen Standby-Verbrauch haben möchtet, könnt ihr die Lampe über den Lichtschalter komplett ausschalten, wodurch die Lampe aber nicht mehr über die App erreichbar ist. Weiter geht's mit den häufig gestellten Fragen. Kann ich die Lampe von überall auf der Welt steuern? Ja, solange ihr über eine Internetverbindung verfügt und die Lampe mit dem WLAN verbunden ist. Muss die Lampe neu eingestellt werden, falls sie rausgeschraubt und wieder reingeschraubt wird? Nein, die Lampe verliert nicht ihre Einstellungen. Was passiert mit den Lampen nach einem Stromausfall? Nachdem der Strom wieder da ist, nehmen die Lampen den letzten Zustand ein, den sie vor dem Stromausfall hatten. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Weiter geht's mit dem Pro- und Contra-Vergleich.
Auf der Pro-Seite haben wir die einfache Bedienung der Lampen über die App. Keine zusätzlichen Geräte wie zum Beispiel eine Bridge sind notwendig, um die Lampen zu steuern. Und es können Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe gesteuert werden. Auf der Kontraseite haben wir, dass sich die Lampen nicht mit Apples Siri steuern lassen. Und dass die App etwas besser sein könnte, da sie meiner Meinung nach etwas überfüllt wirkt. Außerdem gibt es noch Kleinigkeiten, die mich stören, wie zum Beispiel, dass die Farbtemperatur in Prozent und nicht in Kelvin angezeigt wird. Fazit: Alles in allem finde ich die Lampen gut, vor allem, dass ich sehr einfach Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe schnell über die App ändern kann. Es gibt einige Punkte in der App, die ich nicht so gut finde, aber das ist kein Grund, um die Lampen nicht zu kaufen. Das waren die Smart Plus Lampen von LEDvance bei ByDas. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.